Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie bereits erwähnt, Special-Video heute und zwar reagiere ich heute mal auf ein paar Videos von mir, gebe paar Hintergrundinformationen und nebenbei beantworten wir die paar Fragen, die mich erreicht haben. Ich würde mit dem ersten Video anfangen, was wir jemals gedreht haben. Mal gucken, ob ich mich noch richtig daran erinnere. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video, dem ersten Video auf diesem Kanal. Und ja, wir fahren heute nach Berlin mit einem etwas älteren ICE. Gucken mal, wie das so ist. Oh ja, viel Spaß. Ich mag Züge. Ja, Dieses Intro ist tot. Ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe, aber ich glaube, ich wollte einfach lustig sein. Ja, war total lustig, ich weiß. Aber ich glaube, das war auch nur das Intro für die ersten 2 Videos. Und danach habe ich, glaube ich, ein neues gemacht. Weil ich mir damals, ich wollte, glaube ich, damals eine andere Zielgruppe ansprechen oder so. hier in Hamburg Hauptbahnhof natürlich schön für Weihnachten dekoriert. Kann man so Aber jetzt sagen. erzähle ich euch mal, wie dieses Format überhaupt funktioniert. Wir bewerten in diesem Format den Komfort, den Preis, die Sauberkeit und den Service. Und ja, genau, unser Zug hier, der ICE Richtung Nürnberg, kommt dann auch endlich. Und da steigen wir dann mal ein. Fresher Boden. Aber ich habe auch gehört, manche beschweren sich, dass ich die ganze Zeit den Boden filme, aber so auf den soll ich dann den Arsch von den Leuten filmen oder was wollt ihr? Weil wenn ich ja hochfilme, dann filme ich ja die anderen Leute und das wollen wir ja nicht. Wir wollen jetzt nicht random Leute mit ins Internet ziehen. Okay, das dauert. Ach so, ja, jetzt. Ja, meine Cutting Skills damals waren eher so semi, habe ich das Gefühl. Oder meine Aufmerksamkeitsspanne ist tot. Das kann auch sein. Ich habe einfach dieses Abteil komplett für mich alleine, Digga. Das war schon cool, Spannend. Ich habe mal wenn man so ein gesamtes Abteil für sich hat. Sitzreservierung ist nicht immer nötig. Muss man gucken. Aber hier ist es echt nicht nötig. Nochmal das ganze Abteil. Ja. Ja, irgendwann geht dann auch Fresher die Sonne Sonnenaufgang. auf, während wir hier mit 199 km/h durch die Landschaft cruisen. Kommen wir nun zum Komfortcheck. Beinfreiheit ist sehr gut. Ja, Auch gut gepolstert. Hier eine kleine Armlehne. Auf der anderen Seite auch eine. Ja, so sieht das in so einem Abteil aus. Dann haben wir ein Kissen, das man verschieben kann, was aber nicht so gut funktioniert, leider. Gepäckablagen. Und ja, ansonsten auch ziemlich sauber. ziemlich sauber und da ist auch Dreck auf dem Boden, genau. Ja, das ist mir, glaube ich, dann später aufgefallen bei diesem Video, dass ich nur das Abteil reviewt habe und nicht die normalen Sitze. Aber deswegen habe ich ja auch ein Remake gemacht vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so. Jetzt in der Infobox. Zieht euch das gerne rein.
der Defekt passiert. Ja, so sieht das hier aus auf der Toilette. Waschbecken, Toilette natürlich. Papier gibt's auch. Spiegel. Damals Und noch mit dieses diesem Mikro. Ja, ich habe damals einfach meine Kopfhörer benutzt. Irgendwann sind die dann kaputt gegangen, aber hatte ich einfach gar kein Mikro mehr. Aber jetzt habe ich dieses frische Ding hier. Und dieses schöne Anti-Schmier-Dings. Anti-Schmierdings, genau. Mhm. Ja. Ziemlich sauber. Der ganze Zug ist ziemlich sauber. Finde ich sehr gut. Ja. Ja, wir gehen dann mal zum Bordbistro und gucken mal, was es da so gibt. Boah, ich habe ja gerade Kopfhörer auf. Oh, ich merke gerade, wie beschissen die Audioqualität ist. Dann sind wir auch endlich hier im Bordbistro. Hier ist so, der Essensbereich sieht sehr fresh aus. Ja, und es gibt auch diese kleinen Fenster, welche für Lichteinfall sorgen. Und eine sehr große Auswahl an warmen Gerichten oder auch Suppen, Kuchen, Snacks und auch natürlich Getränke, Heißgetränke, Kaltgetränke, Aber komplett alles überteuert. auch Wein. Uh. Boah, immer wenn man an diesem Westhafengebäude vorbeifährt, weiß man, das ist gleich am Berliner Hauptbahnhof. Also ich jedenfalls. Das ist so mein Gefühl immer. Geile Wand. Ja, wie fand ich denn die Reise? Der Zug war sehr sauber. Auch sehr fahrtechnisch gesehen gut. Und der Preis war okay. Ich habe 14,90 € bezahlt. Mit 18 hätten wir jetzt mehr. 14,90 habe ich gezahlt. Okay, teilweise. Ich weiß nicht, warum ich so viel gezahlt habe, aber. Ah, jetzt weiß ich, ich hatte damals keine Bahncard, das erklärt einiges. Nee, ich habe mich gefragt, warum das so viel gekostet hat. 23 € oder so. Okay, was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich auch nicht. Auch noch in Orange. Also mein heutiges Ich würde sagen, das sieht scheiße aus. Ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe, aber vor allem da fehlt ein Doppelpunkt. Also insgesamt Passiert. 5 Sterne. Passiert im Besten. 4,5, okay. Wir sind jetzt in Berlin Hauptbahnhof. Ja. Ja, Berlin, ich weiß nicht, wie oft ich da war. Auf jeden Fall viel zu oft, vor allem mit dem Kanal hier. Locker um die 10, 15 Mal. Also es war auf jeden Fall wirklich viel zu oft. Ja, und dann können wir uns ja jetzt mal ein anderes Video anschauen. Ich glaube, das hier ist kann interessant sein. Ich glaube, das ist das erste etwas längere Video, was ich gepostet habe. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, streikt mal wieder die Bahn und ist man höchstwahrscheinlich dann Mensch. auf den Bus angewiesen. Daher, Damals wusste ich es noch nicht, aber
Das dürfte auch im selben Jahr gewesen sein wie Prag, glaube ich. Das, achso, falls ihr nicht wisst, was da passiert ist, hier ein Clip. Erster Scheiß des Tages, unser Wagen ist despawned. Döner. Dann, ja. Ja, fast 12 Stunden hat unser Abenteuer hier gedauert. War auf jeden Fall mega lustig. Ja. Fahren wir heute von einer der südlichsten Haltestellen in Hamburg. Fun Fact, es geht eigentlich noch südlicher. Ich glaube, eine Station. Aber ich hatte damals keinen Bock, diese Station mehr zu fahren, weil das, ich weiß nicht mehr, was für ein Tag das war. Dürfte in der Woche gewesen sein, aber die Busse fahren zu der Station, glaube ich, nur alle 20 Minuten. Und da hatte ich dann keinen Bock drauf. Einmal quer durch Hamburg nach Duvenstedt. Dazu stehe ich hier am Sinsdorfer Kirchweg. Und ja, los geht's. Hier, das ist das neue Intro, was es auch jetzt gibt. Nur ich glaube, die Musik habe ich dann irgendwann abgeändert. Die ganzen Grenzen sind auch weg. Ja, diese Reise führt uns einmal quer durch Hamburg. Boah, 2 Stunden durch alle möglichen 47. Stadtteile, knapp 2 Stunden und 50. Ich war wirklich hobbylos damals. Müssen wir im Bus verbringen. Und da kommt auch unser erster Bus, der uns jetzt erstmal zum Hafen Rathaus bringt. Dann steigen wir mal ein. Okay, diese Timelapse ist irgendwie schon cool, finde ich. Aber ich sag mal, ich habe es auch selber gecuttet, also ja. Den gibt's so nicht mehr. Da ist jetzt einfach eine Baustelle und die Busse fahren hier nicht mehr rein. Wird alles abgerissen, wird neu gemacht. Falls ihr euch hier mal fragt, warum da ein Zug fährt, obwohl ich gesagt habe, die Bahn streikt. Das ist kein deutscher Bahnzug. Der ist nicht rot. So auf den. Ja, erste Etappe geschafft, würde ich sagen. Jetzt geht's weiter mit dem 154er. Der uns sogar über die Elbe bringt. Sagt ihr eigentlich Moin oder Hallo oder was man auch immer in eurer Gegend sagt zu eurem Busfahren, wenn ihr vorne einsteigt? Also ich mache es auf jeden Fall. Und ja, manche machen es nicht. Aber ich finde, es hat einfach was mit Respekt zu tun.
Nicht gesponsert, by the way. Ja, ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis das hier weitergeht. Deswegen können wir ja mal unsere erste Frage angucken. Die erste Frage ist, willst du mal eine Collaboration machen? Englisch? Ja, why not? Also, kommt drauf an, mit wem natürlich. Also ich habe jetzt eigentlich keine Lust, eine Collaboration mit einem Drogendealer oder so zu machen und dann ins Gefängnis zu kommen. Ich glaube, das wäre eher nichts für mich. Weiß nicht, vielleicht ist das für einen von euch was, deswegen, wenn ich mal so eine Abendfrage bekomme, ich melde mich bei euch. Aber ja, ich wäre dazu deutlich offen, wenn ich aber mal wieder zurück bin. Vor allem, am liebsten würde ich eine Collaboration mit Jetlag machen. Ihr wisst, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber die spielen so Spiele, aber in Real Life zum Beispiel Fangen in ganz Europa oder Verstecken in der Schweiz oder so. Ich finde, das ist ein cooles Format. Würde mich mal interessieren, wie es ist, sowas zu spielen, aber ich glaube, finanziell ist das so eine Sache. Okay, richtig sportlich unterwegs. Aber lag daran, dass der Bus irgendwie Verspätung hatte. Ja, auch die nächste Etappe geschafft. Wenn auch nur knapp, weil der Bus Verspätung hatte. Genau. Und ja, jetzt müssen wir hier an der Wendenstraße umsteigen. Und dann geht's nach, vergessen wohin es geht. Horner-Rennbahn oder so. Oder war es Wandsbeckmarkt? Ich glaube, das ist schlecht, wenn man vergisst, wohin man fährt. Wie auch immer. Also es geht dann auf jeden Fall in die Richtung. Und dann gucken wir weiter. Ja, wartet. Der Hintergrund der Frage war, jetzt sieht man es nicht, doch jetzt. Am Bus steht Wandsbeckmarkt dran, da musste ich eigentlich hin. Aber in der App statt Horner-Rennbahn, da habe ich es durcheinander gebracht. Weil mich das Schild an der Haltestelle hat mich dann verwirrt. Frische Musik. Okay. Ich weiß auch nicht, warum ich da keinen Cut gemacht habe. Erstmal aussteigen lassen natürlich, ganz wichtig. Ich glaube, die Baustelle gibt es auch nicht mehr. Bin mir aber nicht so sicher.
Ja, der Bus hier hat meine Pläne ein bisschen durcheinander gebracht damals, weil der irgendwie komplett verspätet war die ganze Zeit. Dann habe ich meinen Anschluss verpasst, aber halb so schlimm. Ja, der Bus eben hatte leider ziemlich viel Verspätung wegen einem Ampelausfall. Ja, das Heißt, wir haben war's. unseren Bus jetzt verpasst und müssen 20 Minuten hier warten. Also würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Pause. Gucken mal an, was hier so in Poppenbüttel abgeht. Ich glaube, ich war da richtig angepisst. Ja, hier sieht's man nochmal, Bahn streikt. Ja, genau, da gab's aber dieses Einkaufszentrum. Deshalb bin ich da einfach kurz reingelatscht. Cooler Asphalt. Ja, da, genau, den Bus wollte ich haben. Warum ich auch hier keinen Cut gemacht habe, weiß ich auch nicht. Ja, wir sind wohl hier nun Okay, der eigentliche Grund, warum ich da mein Mikro nicht genutzt habe, ist, es gab einen Bus in die Gegenrichtung, weil ich wollte irgendwie wieder zurück. Der fuhr in einer Minute oder so. Und dann wollte ich das ganz, ganz schnell machen. Fun Fact, ich habe den Bus nicht bekommen. Deswegen durfte ich in diesem komischen Ort, an dem es irgendwie nichts gab. Ich glaube, es gab einen Supermarkt, aber mehr gab es irgendwie nicht. Durfte ich dann einfach da chillen. Für 20 Minuten oder so. Aber ich bin irgendwie dann noch wieder zurückgekommen. Ich glaube, was wir uns jetzt reinziehen können, ist Vlog Nummer 2. Vlog Nummer 1 war. Ach so, war das. Aber, ja komm. Also wir können uns heute nicht alle Videos anschauen. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es zum ersten Mal ins Ausland, nämlich Genau. nach Prag. Und ja, los geht's.
Prag ist auch so eine Stadt, wo ich mit dem Kanal, glaube ich, ein paar Mal war. Zweimal, glaube ich. Ist eine schöne Stadt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, hier in Hamburg streiken die Busse wieder. Oh, mal wieder Das heißt, es Streik. geht Das mit dem ist Auto auch erstmal toll. zum nächsten Bahnhof und dann mit der S-Bahn. Aber das Jahr war weiter. voller Streiks. Das war mega lustig. Genau, mit der geht es jetzt erstmal über die schöne Süderelbe zum Hamburger Hauptbahnhof, wo dann ein Eurocity direkt nach Prag fährt. Aber es wäre eine Reise mit der Deutschen Bahn ohne Gleiswechsel vor Abfahrt. Ja, steigen wir ein und dann geht's los. Boah, ich mag diese Züge. Aber die gibt's leider zwischen Hamburg und Prag nicht mehr. Oh, das ist ja toll. Der kurze Olaf. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Äh, aber ist leider ein bisschen schlecht gelaufen, glaube ich. Vor allem bei so Zügen, wo man das so wie eben hinten raus gucken konnte, finde ich richtig geil. Und natürlich auch die Dresdner Skyline. Ladies and gentlemen, the next stop is Praha Hlavní nádraží. The scheduled arrival is at 7:24 p.m. Wir sind nun in Okay, warum habe ich das auf stumm gestellt? Hlavní, dem Hauptbahnhof von Auch Prag. interessant. Sehr interessanter Bahnhof hier. Jetzt geht es erstmal mit der Metro zur Unterkunft und morgen schauen wir uns die Stadt mal an. Dann würde ich sagen, bis morgen. War noch. Ja, okay. Der schaut jetzt eigentlich auch viel zu lang. Ja, wir laufen jetzt zum ältesten Platz in Prag und da gibt es eine Uhr, die hat was Besonderes, aber guckt euch das gerne mal Okay, das an. war wirklich krass, als ich das erste Mal da war. Dass sich die da so drehen. Ist wirklich sehr besonders, wie ich finde. Ja, wir laufen dann nochmal über diesen Platz zur Moldau hin. Ja, bevor die Karlsbrücke zum Mittagessen in Switchko war. Oh mein Gott, ihr wisst nicht, wie sehr ich Switchcover mag. Ich hab mega Bock drauf. Eigentlich gerade jetzt. Ist in Deutschland aber ein bisschen schwierig zu besorgen, also ja, schade. Deswegen würde ich auch gerne mal nochmal nach Prag. Weil echt, das Essen da ist wirklich so geil. Wirklich crazy. Ja, dann geht's über die Moldau zur Prager Burg, welche der Regierungssitz von Tschechien ist. Und ja, von dort aus hat man eine sehr schöne Aussicht über die gesamte Stadt, würde ich sagen. Und ja, an der Stelle würde ich mich auch verabschieden. Und ja, ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Genießt nochmal hier die
Ja, das ist, was mich an meinen Vlogs an meine alten Vlogs, ich glaube, meine neuen sind eher nicht so schlimm. Die Hälfte ist die Hinfahrt, hier bis doch hier, bis 2:41 und die andere Hälfte, manchmal sogar weniger, ist einfach der Aufenthalt. Passiert, aber es, regt mich bisschen auf, wenn man noch mal so zurückblickt. Ich glaube, was wir uns dann auch angucken könnten, sind ein paar von den ersten Sommervlogs. Erstes Großprojekt von mir. Eigentlich wollte ich die alle nach dem regulären, Plan uploaden, aber da dachte ich mir: „Ja, dann uploade ich ja bis in den März nächsten Jahres rein." Es waren jetzt 1, 2, 3, 4, 9, 13, 16 Videos oder so. 16 durch 2 sind 8. Doch, 8. Also 8 Monate lang Videos aus dem Sommer, auch dann zu Weihnachten. Wusste ich dann nicht so, wie das, wäre. Deswegen habe ich dann einfach diese Sommervlogs gemacht. Moin Leute, vom Flughafen. Fun Fact, Korea, also Südkorea natürlich. Aber Stichwort, Südkorea und Nordkorea. Ich glaube, das andere Video können wir uns dann auch noch angucken. Ja, Südkorea war das erste Land außerhalb von Europa, wo ich war, wo ich, die Sprache des Landes nicht konnte. Da war ich auf jeden Fall und vor allem auch außerhalb von Schengen. In Europa musst du ja nicht deinen Reisepass rumschleppen, Perso reicht. Ich war da auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt, aber es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Einmal zurückkommen würde ich auf jeden Fall gerne mal. Hanoi Neuwahl. Zu dem ersten Flugreview auf diesem Kanal. Es geht heute mit Vietnam Airlines nach Seoul. Was ist bei dieser neuen Serie neu? Ja, es gibt eine extra Kategorie, nämlich wie gut wurde das Flugzeug gelandet. Das hat jetzt keiner gesehen. Ja. Minusauer. Durch die Sicherheitskontrolle und hier ist unsere Maschine, eine Boeing 787-10. Ja, Flug wird voraussichtlich 4 Stunden 15 dauern. Es war auf jeden Fall mega dumm, 2600 um 23 Uhr zu fliegen. Ja, und dann steigen wir mal ein und gucken. Weil dann kommt man um 6 in Incheon an. Check-in ist erst um 15 Uhr normalerweise bei Hotels. Das heißt, du darfst erstmal dann, lasst mich rechnen, 9 Stunden in Seoul chillen, ohne Hotel und komplett übermüdet. Will ich es nochmal machen? Nein. Ganz ehrlich, ich empfehle es eher nicht. Und das mal. Okay, this way. Boah, ich hätte echt grad Bock, wieder irgendwo hinzufliegen. Zum Sitzcheck. Einfach just for fun. Ziemlich gut, würde ich mal sagen. Wir haben hier Spucktüte, Sicherheitsinformationskarte oder so, Magazin und Kopfhörer natürlich. Ja, dann Aber ich glaube, so Kopfhörer im Flugzeug werden, glaube ich, nicht regelmäßig gereinigt, oder? Oder jedenfalls nicht richtig. Also ich nehme jedenfalls immer meine eigenen mit. So, das hier kann man sehen. So, Kabel hier. Mein Setup gerade ist auch sehr interessant. Kann ich aber gerade nicht zeigen. einen Tisch, man kann den halb ausklappen oder komplett ausklappen. Finde ich auch sehr gut. Dann ein Bildschirm mit Entertainment-System, das guckt uns gleich an. Sitz kann man verstellen, ist auch ziemlich okay. Ja. Dann bei der Boeing 787 hier haben wir keine Fensterblenden, sondern Das diesen fuckt mich richtig ab. Knopf. Ja, eher eine technische Spielerei Genau. als wirklich notwendig. Da finde ich das oldschool-mäßig besser. Weil das Dunkel teilt es auch gar Ja. nicht richtig ab. Kopfstütze kann man hochschieben.
Und auch wieder runter und natürlich so ein Support für den Kopf. Und dann kommt dann noch so ein feuchtes Tuch. Und eigentlich wollte ich ja das Entertainment-System reviewen, aber dann doch Passiert. nicht. Dann gibt es noch ein bisschen Werbung. Ja. Und dann können wir uns das Entertainment-System angucken. Ja, erstmal so den Film. Eine ziemlich große Auswahl. Vor allem auch aus meiner Sicht. Ich glaube eigentlich auch ziemlich aktuell. Und Ja. ja, ihr seht sehr viele Filme von A bis Z und auch gefühlt jede Kategorie. Aber ich glaube, auf so einem Minions, alles. 4-Stunden-Flug über Dann Nacht sollte haben man wir eine eher Menge schlafen. an Podcast. Hört sich das irgendjemand von euch an? Bisschen So Audios Musik. vom Entertainment-System im Ja. Flugzeug? Vor allem Weil ich habe das Dann nie geht gemacht. es Also als- Musik ja, ab und zu. Aber noch nie sowas wie ein Podcast oder so. dann. Aber wenn ihr es bei macht, lustigen Serien, schreibt was das ihr gerne in die unter Kommentare. Fernsehen ist. Würde mich mal interessieren. Auch sehr viele vietnamesische Serien und vor allem asiatische Serien, aber auch anderes. Dann haben wir ein paar Spiele. Ist nicht viel, aber ich glaube, ist genug. So eine eigene Kinderabteilung gibt es auch noch. Eine Karte, die zeigt, wo man gerade ist. Ja, dauert aber ein bisschen, bis sie sich öffnet. Sieht auch ziemlich fresh aus. Dann noch hier ein bisschen was über Vietnam Airlines sein. Ist das denn Emirates? Sieht so aus. Auf jeden Fall dazu gibt es auch ein Review. Zieht euch das gerne rein. Ich finde es echt crazy, wie schnell Flugzeuge sein können und sind. Das ist wirklich krass in meinen Augen. So, ich meine, das hier sind, weiß ich, locker so um die 200, 300 km/h. Und das schafft so eine Maschine wirklich in ein paar Sekunden, eine Minute. Finde ich echt krass. Nachdem wir abgehoben sind, Nachdem wir abgehoben sind, lustig. bekommen wir erstmal so eine Arrival Card und dann gibt es auch Essen. Die Arrival Card ist übrigens wichtig, wenn man nach Boah, dieser Pudding war so bitter. Auf jeden Fall. Aber der als Salat erstes war geil. Pudding, Salat, Besteck, noch so ein feuchtes Tuch. Ja, dann haben wir da noch, was ist das? Zahnstocher. Sehr toll. Dann so ein kleines Brötchen und natürlich Main Course, Reis und Beef. Besteck ist aus Holz, ziemlich nachhaltig würde ich mal behaupten. Und Essen schmeckt auch ziemlich okay. Boah. Das war schon Wir geil. bekommen auch noch was zu trinken. Bis auf den Pudding halt. In Papierbechern. Und aus irgendeinem Grund ist das Raucherzeichen aus. Mhm. Naja, rauchen wir hier trotzdem nicht. Ja, und dann geht's natürlich durch die Nacht und wir sehen uns morgen. Guten Morgen, würde ich mal sagen. Ja,
Aufgang und sehr nett. Wir bekommen nochmal was zu trinken. Braucht man nach einem langen Schlaf vielleicht eventuell. Und dann sind wir auch jetzt über koreanischem Festland. Ja, sehr fluffige Wolken. Und dann beginnen wir auch demnächst den Anflug auf den Flughafen von Seoul. Auf jeden Fall, Toilettenreview. Wir haben Papier, noch mehr Papier, Zahnbürsten und Ja, jetzt so keine Ahnung. mit den Kopfhörern Kann, ist, dass du dumm bist oder sowas? mit den Waschbecken, das Kopfhörern leider verstopft ist. ist die Audioqualität Mülleimer, eigentlich recht okay. Toilette, noch ein Spiegel und Babywickeltisch. Okay, das mit dem Wind vielleicht. Ja, jetzt Das ist grad vielleicht ein bisschen harsch. 5 Uhr, wir kommen in gut einer Stunde in Seoul an. Und ja, ist ein bisschen kalt hier. Okay, man sieht wirklich, ich habe gar nicht geschlafen. Ich glaube, ich habe in der Nacht nur eine Stunde geschlafen. Ja. Aber ich habe es ja überlebt. Aber passt eigentlich. Und bis jetzt war es eigentlich eine sehr angenehme Reise. Boah, aber Fun Fact, ich musste mal, glaube ich, 9 Stunden hier warten auf einen Anschlussflug. Und da war mir langweilig und da habe ich das abgemessen, dass der Flughafen Seoul irgendwie einfach nur, glaube ich, 30 Kilometer von Nordkorea weit entfernt ist. Das ist einfach richtig krass, das ist einfach 30 Kilometer weiter, ist eine komplett andere Kultur, einfach komplett anderes Leben, komplett anderes System. Das ist etwas, was ich richtig crazy finde. Ja, wir sind jetzt erfolgreich in Seoul schon gelandet und es wird Zeit, alles nochmal zusammenzufassen. Erstmal zum Komfort. Sitz ist ziemlich bequem, kann man auch zurückstellen, allerdings nur so ein bisschen. Daher nur eine 4 von 5. Aber die Beinfreiheit war wirklich sehr gut. Nun zum Service. Die Crew ist wirklich sehr, sehr freundlich. Wieder aber geiler dieses Boden. eine Dessert hat irgendwie einfach noch nichts geschmeckt. Einfach bitter. Daher ein Punkt Abzug und nur eine 4 von 5. Tickets gibt's ab 200 €, was für diesen Service und diesen Komfort. Ich glaube, das habe ich auch noch nie an einem Flughafen gesehen. Dass bei den Anzeigen das so angepasst war an das herkommt, also an das Land, aus dem das Flugzeug gerade kommt. Also wenn ihr einen Flughafen kennt, bei dem das so ist, würde ich das gerne mal wissen. Wirklich aus meiner Sicht ziemlich gut ist. Daher eine 5 von 5. Flugzeug war Das an ist sich übrigens gerade eigentlich nicht mein Internet, warum es so hakt. verstopfte Waschbecken. Daher nur eine 4 von 5. Die Landung war ein bisschen hart, daher da eine 3 von 5. Insgesamt 4 von 5. Ja, und dann würde ich mich auch verabschieden und hoffe, Ja, also ich finde, man sieht deutlich den Fortschritt vom Cutting Skill her. Man sieht, ich habe hier erst so Boxen und nicht mehr diese orangene Schrift. Da wollten wir uns auch noch das Nordkorea in Anführungsstrichen Video angucken. Ich war ja nur fast in Nordkorea.
Annyeonghaseyo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's nach, naja, fast Nordkorea. Aber ihr seht's. Für uns geht es heute in die DMZ, die Demilitarized Zone, eine Pufferzone zwischen Süd- und Nordkorea, da beide Länder technisch gesehen ja noch im Krieg sind. Auf jeden Fall waren wir erstmal an diesem Informationszentrum. Ja, bevor es hier in die DMZ geht. Und in die DMZ kann man übrigens nur mit einem Tourguide rein. Privat ist es nicht möglich. Ja, dann gibt es ja auch sehr viele Informationen und viele Gemälde, Bilder. Sieht sehr hübsch und fresh aus. Ja, und hier gibt es auch noch diese Lok und diese Freiheitsbrücke, die für südkoreanische Soldaten gebaut wurde, die noch im Norden waren. Hier Das ist überqueren wir crazy. den Fluss in die DMZ. Und was ihr da seht, ist eine Mautstelle nach Nordkorea. Und Weil, Fun Fact, es gab auf der anderen Seite, glaube ich mal, eine Fabrik, wo Nord- und Südkorea zusammengearbeitet haben. Und auch südkoreanische Arbeiter wurden auch dahin geschickt. Und da haben die irgendwie zusammen was gebaut oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau was. Aber dann hat Nordkorea mit Raketentests, glaube ich, angefangen. Und dann wurde dieses Programm abgebrochen. jetzt fahren Aber dass diese Infrastruktur noch da ist, ist auf jeden Fall sehr interessant. wir erstmal zum dritten Infiltrationstunnel. Genau, da durfte man nicht filmen. Ja, ich war eben im Tunnel drin. Das war mal eine krasse Experience. Ja, muss man so runterlaufen, 45 Grad Neigung waren das. War auf jeden Fall gar nicht anstrengend oder so. Nee. Und ja, Sehr nonchalant. ja, für uns geht's wieder weg. Naja, noch nicht ganz raus aus der DMZ, aber hier nochmal die Mautstelle. Und wir fahren jetzt zu einem Unification Village. Das sind so Dörfer, die sich in der DMZ befinden. Ja, Leute, hier wohnen noch Leute drin. Und man kann ja eigentlich nur Das ist auch krass, dass Leute hier drin wohnen, finde ich. Jedenfalls, mit höchstpersönlich. einem speziellen Ausweis. Also diese Leute können mit einem speziellen Ausweis rein. Ja, dann kann man hier noch ein paar Souvenirs kaufen. Und diese Vögel gibt es da. Und dann machen wir uns auf den Weg zum Observatorium. Hier kann man nach Nordkorea rüberschauen, was ihr auch gleich sehen werdet. Auf jeden Fall, die Aussicht ist sehr fantastisch, würde ich sagen. Hier noch eine Karte. Nochmal alles erklärt. Und was ihr hier seht, ist Nordkorea. Das ist wirklich crazy. So, da ist einfach komplett anderes Leben. Ja, es war ein bisschen schwer, das in dieses Fernrohr reinzuhalten. Aus natürlich auch die Aussicht über die Landschaft von Südkorea. Bisschen gucken, erfreuen. Und ja, hier gibt es noch ein paar Bilder von Fun Fact. Fun Fact, das sind Berliner U-Bahn-Züge, die nach Nordkorea verkauft wurden. Nordkorea. Ziemlich interessant, würde ich eigentlich sagen. Und dann geht es auch wieder zurück nach Seoul. Ja, und das war's dann eigentlich mit der DMZ-Tour. War sehr, sehr fresh, kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr irgendwann mal nach Korea, Südkorea natürlich, naja, vielleicht auch in Zukunft Nordkorea, fahrt gerne in die DMZ. Ja, genau. Wie bereits hier gesagt, kann ich nur empfehlen. Wenn man in Seoul schon ist, kann man doch auch einen kurzen Blick auf Nordkorea werfen. Und ich glaube,
so krass teuer sind die Touren jetzt auch nicht, sind 50, 60 Euro oder so. Und die Tourguides geben dir ja auch Informationen, dies, das. Teilweise sind Abholungen vom Hotel möglich. Also, ja, und das ist dann so ein halber Tag. Ihr habt dann nachmittags noch Zeit, in Seoul irgendwas zu machen. Und ja, wie zum Beispiel nach Hongdae gehen. Was wir uns jetzt angucken können, ist, glaube ich, eines der Videos, die am besten auf meinem Kanal performt haben. ChatGPT entscheidet, welchen Zug ich nehme. Experiment Nummer 2. Ich war ja auch mega hobbylos mal wieder, aber ich glaube, das Video hat mir echt viel gebracht. Und es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Spare 75% deiner Zeit mit der... Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein kleines Experiment. Ich lasse heute ChatGPT entscheiden, wo ich hinfahre. Ja, die Regeln erkläre ich gleich und los geht's. Ja, also die Regeln sind eigentlich ziemlich simpel. ChatGPT entscheidet, mit welchem Zug ich fahre. Ich muss mit dem bis zur Endstation fahren. Und ja, ab dort gucke ich mir dann die Abfahrtsanzeige an und ChatGPT Sprachenlernen Bubble. entscheidet Keine Werbung, für die übrigens, Abfahrten ganz wichtig. der nächsten 45 Minuten, welchen Zug davon ich nehmen werde. Und ja, es wird, glaube ich, sehr spannend. Mal gucken, wo wir enden. Ich habe mir nämlich schon einen Zug ausgesucht, den RE4 nach Bremen. Bisschen wir sind gegen die hier in Regeln, Hamburg aber das Norden. lassen wir jetzt so stehen. Da ist es eher weniger interessant, wenn man jetzt mit dem Zug nach Hamburg Hauptbahnhof fährt. Übrigens, die Challenge läuft nur für 6 Stunden, denn ich muss irgendwie noch nach Hamburg zurück und wir nutzen nur Züge, die mit dem Deutschland-Ticket nutzbar sind. Die hat mir, glaube ich, fertig wir nutzen gegeben. nur Züge, die mit dem Deutschland-Ticket Ja, doch. Sorry. nutzbar sind. Hätte vielleicht zurück Hallo sagen sollen. Hier ist unser erster Zug, der Regionalexpress Tut mir leid. nach Bremen Hauptbahnhof. Ich habe das nicht gesehen. Coole Ansage. Auf dem Weg nach Bremen und wünschen eine angenehme Fahrt. Boah, ich weiß nicht, wie viel Uhr bin ich da losgefahren? Auf jeden Fall richtig früh. Da hatte ich gar keinen Bock, glaube ich. Ja, Bock schon, aber war anstrengend, glaube ich. Willkommen in Bremen. Hansestadt Bremen sind wir. Und ja, Zeit auf die Abfahrten zu gucken. Wir fahren übrigens nur in eine Richtung. Das heißt, wir können nicht wieder nach Norden. Und das heißt, wir haben folgende Möglichkeiten. Wir haben erstens den Regionalexpress nach Emden und zweitens den Regionalexpress nach Osnabrück. Und ChatGPT sagt Osnabrück. Nächster Zug. Jetzt geht es erstmal nach Osnabrück. Ich glaube, das hier war mal wieder so eine Sache, die kann man eigentlich nur mit dem Deutschland-Ticket machen, beziehungsweise werden dadurch leichter gemacht. In Hamburg ist es für mich jedenfalls kostenlos. Danke an die Regierung in Hamburg.
SPD Grüne, glaube ich. Danke erstmal. Ja. Ansonsten, wenn es nicht kostenlos wäre, weiß ich ja auch nicht, ob ich dann solche Abenteuer gemacht hätte. Nächste Station, Osnabrück Hauptbahnhof. Bahnhofsgebäude auf jeden Fall sehr interessant und unsere nächsten Abfahrten stehen hier auch drauf. Sind auf jeden Fall schon so einige. Und ja, es wird wieder Zeit, Ich glaube, ich hätte das einfach cutten die können. KI mal Oder mit zu Copy and fragen. Paste. Unsere erste Möglichkeit ist der Regionalexpress nach Haltern am See. Die zweite ist die Regionalbahn nach Bielefeld. Und die dritte Möglichkeit ist der RE nach Rheine. Und die letzte ist der RE nach Löhne. Und Wo auch immer wir Löhne ist, ich weiß sollen es eigentlich nicht. nach Rheine fahren, aber No offense an Löhne. Übrigens. Rheine ist quasi eine Sackgasse. Und deswegen fahren wir nach Bielefeld. Auch schön, dass Wenn es wir mir mit dann Rhein erst fahren später würden, aufgefallen würden ist. wir quasi nur weiter in die Niederlande fahren können, sofern meine Recherchen stimmen. Und hätte man mit dem Deutschland-Ticket machen können, aber dann hätte das Experiment zu früh geendet. Und wir wollen das mal ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich weiß auch nicht, warum ich da am Ende des Bahnsteigs stand. Das war ein bisschen dumm von mir. Ich habe ein bisschen recherchiert und zwar hatten wir die Möglichkeit nach Leverkusen zu fahren. Problem ist, ich komme nicht mehr zurück nach Hamburg. Die zweite und einzige Möglichkeit wäre, nach Paderborn zu fahren. Und ja, bei alle anderen Möglichkeiten führen wir dann nach Erfurt zurück. Oder in der Sackgasse, deswegen müssen wir ChatGPT wohl leider nicht fahren. Vor allem geiler Shot, wo ich irgendwie gar nicht drauf bin. So, Bielefeld, die Stadt, die total existiert. Willkommen in Bielefeld. Ja, interessanter Bahnhof auf jeden Fall. Egal, jetzt geht's zum Gleis. Das war richtig verwirrend für mich, In Bielefeld. dieses Gleis, aber das seht ihr gleich. Bielefeld ist eine schöne Stadt, die auf jeden Fall existiert. Es spricht nichts dagegen, dass Bielefeld nicht existiert. Definitiv sollte jeder Bielefeld schon einmal besucht Ja, haben sollen. kann ich nur zustimmen. Ich kann es nur Mhm, empfehlen. mhm. Besucht alle Bielefeld, die Stadt, die garantiert existiert. Eure Gasheizung ist kaputt und ihr wisst noch nicht, was ihr in Zukunft machen möchtet. Mit unserer CSH 5000. Ich will keine Gasheizung. seid ihr immer auf der sicheren. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt für eine halbe Stunde machen soll. Dann chill ich hier halt einfach und noch nix. Warte, ihr seht's gleich, wenn ich einsteige. Genau, genau. Da stand draußen Paderborn dran, aber na gut. Verwirrt, weil auf der Anzeigetafel stand, dass es der Zug ist, der gleich nach Paderborn fährt, Aber ein Zuschauer hat mir geschrieben, dass es offenbar in Bielefeld so normal sei, dass die Züge da irgendwo erstmal random hinfahren und dann erst zurückkommen und dann nach Paderborn fahren. Deswegen, danke.
Aber ich glaube, für jemanden, der nicht in Bielefeld wohnt, ist das recht verwirrend. Wird abgestellt? Keine Ahnung, ganz komisch. Krasse Leistung, wer auch immer die Anzeigetafeln da programmiert hat. Krasse Leistung. Aber egal, Zug soll pünktlich fahren, dann ist ja alles gut. So, jetzt kommt der Zug. Da stehe ich mal wieder viel zu weit hinten. Ja, ich glaube, hier hat meine Statistik dann auch geendet. Ja, das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. War auf jeden Fall mega lustig. Und ich habe auf jeden Fall viele Orte gesehen, wo ich noch nicht war. Also, ja, war interessant, kann ich nur empfehlen, wenn einem mal langweilig ist. Aber das Video hier, ChatGPT entscheidet, welchen ICE ich nehme, das war auch mega toll. Damals gab es eine Aktion von der Deutschen Bahn, das 44-Stunden-Ticket. Und ich finde, es ist echt krass, wie viel Strecke man an einem Tag zurücklegen kann. Da bin ich irgendwie bis nach Nürnberg gekommen, dann noch übers Ruhrgebiet zurück und über Frankfurt und wo auch immer. War auf jeden Fall interessant. Auch ein sehr interessantes Video. Ich glaube, das können wir uns einfach mal angucken. Ja, mach. Ja, er filmt mich einfach, ohne Action zu sagen, und ich stehe da so dumm rum. Ja, mach. Vor einem Jahr ging es für uns nach Prag. Flashback. Prag am Hlavní nádraží in Svičkova, Das Video haben wir uns ja eben angeguckt. der Regierungssitz von Tschechien. Und dieses Mal ist es wieder soweit. Doch diesmal mit einer neuen Änderung. Und was diese ist, erkläre ich euch gleich. Ich glaube, ich habe ein paar Mal gehört, dass ich mir doch lieber ein Skript schreiben soll, anstatt Intros und was auch immer vor mich hinzustottern. Aber ich glaube, das war das erste Mal, wo ich mir wirklich vorher ein Intro überlegt habe. Genau, neue Musik übrigens. Irgendjemand hat sich beschwert. Ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand hat sich über meine alte Musik beschwert. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, als wir das letzte Jahr nach Prag gefahren sind. Damals sind wir mit einem älteren Wagen Stil ist deutlich anders, habe ich das Gefühl. Und ja, die sind zwar gut und schön, doch seit letztem Habe ich Sommer erstmal kommen wirklich Mühe rein. etwas Okay, Spaß. modernere Spaß. Züge, sogenannte Comfort Jets der Tschechke. Das ist das erste Mal, wo ich ein bisschen recherchiert habe. Diese Tatsächlich. sollen das Zugreisen in Europa und natürlich auch in Tschechien deutlich verbessern und revolutionieren. Wie die wirklich sind, gucken wir uns heute mal an. Genau, damals noch mit so einem alten Bordbistrowagen dran. Ich glaube, heutzutage haben die ein eingebautes Bordbistro. Kann ich aber so nicht sagen. Bin seitdem nicht normal mit so einem Comfortjet gefahren. Aber schade, weil in den alten wurde richtig gekocht angeblich. So, hier habe ich den Bowman nicht gefilmt, also genau, hoffentlich seid ihr zufrieden jetzt. So, Sitzcheck, Beinfreiheit ist ziemlich okay. Wir haben sogar eine Fußstütze, was ich sehr nice finde.
Übrigens in diesem Zug hier gibt es kein Abteil. Dann, ja, das ist auch okay, bisschen hart, aber okay. Tisch ist auch sehr fresh. Und dann gibt es 2 Steckdosen sogar, gefällt mir. Und man kann den Sitz sogar nach hinten schieben. Auch sehr gut. So, kleines Toilettenreview. Toilettenreview darf natürlich nicht fehlen. Waschbecken, so Knopf hier. Und die Tür, die sehr eigenartig ist, weil von draußen gibt es keinen Hebel, sondern drückt einfach dagegen. Sehr interessant auf jeden Fall, das Design. Mal wieder hier random durch Berlin durch. Ja, moin, wir haben uns verfahren. Deswegen ist natürlich sehr lustig. Ja, deswegen stehen wir hier random erst rum. Das war auch so ein Moment, wo ich mir so dachte, es kann nicht wahr sein. Deutschland natürlich ein sehr tolles Land ist und die Deutsche Bahn auch ein sehr tolles Unternehmen. Nee, also ich wusste auch nicht wie. Es hat mich, ich fahre ja sehr oft nach Berlin. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Weil weil der irgendwie anders gefahren ist. Ja, wir sind hier stuck aus irgendeinem Grund. 10 Minuten. Ja, wird auf jeden Fall sehr lustig, weil wir hier wahrscheinlich noch ewig rumstehen. Aber ich glaube, die Verspätung haben wir tatsächlich wieder eingeholt. Ja, zum Glück geht's auch irgendwann weiter. Nochmal schnell durch den Tiefbahnhof Potsdamer Platz durch. Und dann steht da nächstes halt Berlin Ostbahnhof, aber ja, ich glaube, der Ostbahnhof hat sich schon verändert. Ja, hat er. Mhm. Ich finde Dresden und dann runter Richtung Bad Schandau ist wirklich eine schöne Strecke. Durch das Elbsandsteingebirge, glaube ich. Ist auf jeden Fall sehenswert, ja. Deswegen, wenn ihr nach Prag fahrt, ich kann eigentlich vor allem aus Deutschland, also nicht von Süddeutschland, da fährt man irgendwie anders. Aber wenn ihr aus Richtung Norden oder Westen kommt, ich kann auf jeden Fall empfehlen, mit dem Zug nach Prag zu fahren. Auch, wir müssen hier durch die erste Klasse durch. Die sieht schon fresh aus. Zum Essen gibt's Natürlich Switchcover, natürlich. Revolut Eigentlich wollte ich einen Schnitzel haben, aber die hatten keinen Schnitzel mehr. Man hat mir das Schnitzel weggenommen. Das Schnitzel verbieten und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel. Ja, passiert. funktioniert dieser Zug denn das Bahnreisen? Ich würde sagen, ja, an sich schon. Im Vergleich zu den alten Wagen ist das hier wirklich was Neues. Aber ja, leider fallen dann Speisewagen weg, wo noch gekocht wird. Na gut, kommen wir auch zum Rating. Falls man es nicht merkt, ich habe dieses Voice-Over abgespeedet. Beim Komfort des Komfort. Weil ich irgendwie nicht genügend Shots oder so hatte, ich weiß nicht mehr warum. Denn ja, an sich war es. Aber ich glaube, es lag daran, dass ich keine Shots mehr hatte. Deswegen, naja, war okay. Anschließend zur Sauberkeit. Der ganze Zug war sehr sauber, fand ich. Das gibt also eine 5 von 5. Jetzt zum Service. Hier wird noch gekocht, in Zukunft allerdings nicht mehr. Personal auch sehr nett. Deswegen eine 5 von 5. Anschließend zum Preis. Tickets gibt es für erwachsene Menschen ab etwa 35 Euro. Erwachsene Menschen. Als ob es Tickets für erwachsene Kängurus gibt oder so. Ist okay. Eine 4 von 5 von mir. Insgesamt also eine 4,5 von 5. Herzlich willkommen am Praha Hlavní nádraží.
Und damit endet auch dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like. Ja, genau. Lasst gerne ein Like und ein Abo dann natürlich. Spaß. Obwohl den Paris-Vlog können wir uns angucken, aber ja, Sommervlog 2025 waren, glaube ich, kürzer. Und ich glaube, ein paar Videos habe ich gestrichen, weil ich irgendwie nicht genug Shots oder nicht genug Zeit hatte, die zu editieren. Da hat es also schon angefangen mit keine Zeit haben. Aber den Vlog de Paris können wir uns mal angucken. Im neuen Video. Ihr seht es vielleicht schon. Heute geht's für uns nach Eurostar Review gibt's auch. Nur zu doof, dass ich die Hinfahrt reviewt habe. Ich habe ein sehr gutes Review, glaube ich, abgegeben. Aber auf der Rückfahrt war der irgendwie 45 Minuten verspätet oder so. War eher so semi. Paris. Das dauert nämlich nur 1,5 Stunden. Und ja, ihr seht's, wir sind auch schon da. Und wir gucken mal, was man alles an einem Tag hier in Paris. Das ist auch so wieder so eine Nam-Nam-Vlogs-Aktion, dass ich für einen Tag in eine der größten Städte der Welt fahre. Aber eigentlich habe ich alles gesehen, aber ich glaube, man hätte noch zum Beispiel nach Versailles oder so fahren können, aber das schafft man an einem Tag nicht. Machen kann. Natürlich das French Intro, was es auch beim Straßburg-Vlog gibt. Also was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich ebenfalls nicht. Aber wichtig, bitte mit Humor nehmen. Wir sind jetzt. Fun Fact: Dazu hat man mich gezwungen, okay? Ich habe das nicht auf freiwilliger Basis gemacht. Wollte ich nur mal so sagen. Im Jardin Luxembourg. Und wo wir dabei sind, auch natürlich Credits an die Kamera hier. Checkt, weiß nicht, guckt mal da vorbei. Das ist der Senat. Und ja, voll cool. Cool. Ja, ich glaube, man merkt schon, dass ich gezwungen wurde. Ich glaube, man merkt das. Vor allem dieses awkward Lächeln, so gar keinen Bock. Genau, no motivation. Ja, gefrühstückt haben wir hier noch nicht. Deswegen Croissant. ein Croissant und einen Kaffee. Und dann, ja, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Genau, da habe ich glaube, da war diese Actioncam, die er auch da habe ich nicht mehr mit dem Handy aufgenommen, sondern mit so einer Actioncam. Die hat man, glaube ich, auch in dem einen oder anderen Review gesehen davor. Deswegen war der Zoom da auch so komisch, weil ich noch nicht wusste, wie man damit umgeht. Ich glaube, während wir durch Paris schlendern und uns hier alles angucken, können wir die zweite und letzte Frage angucken, die ich bekommen habe. Einen Moment. Schick Füße. Nee, eigentlich nicht. Also wenn ihr wollt, dass ich ihn auch... Nee, ich mache kein OnlyFans, alles gut. Aber, also für ein Taui würde ich ein Fußbild schicken, ja. Paris ist schon crazy. Ja, wenn man mal schon in Paris ist. Also ich hatte zwar die ganze Zeit Angst, in der Metro da mal in den Louvre gepickpocketet zu werden. Nicht wegen der Mona Lisa.
Aber ist nicht passiert, ich habe noch all meine Sachen. Ich finde, es gibt da auch andere schöne Gemälde und Skulpturen. Ich war, glaube ich, 3 Stunden oder so im Louvre und dann habe ich immer noch den Rest geschafft, deswegen. Ich glaube, Paris kann man an dem Tag schaffen, aber wenn man es sehr genießen will, dann sollte man vielleicht sich ein Hotel buchen oder so. Ja, dann Dieses schließen riesengroße Gemälde, was diese richtig crazy ist, und auf der anderen Seite aber die Mona Lisa, die winzig ist. hier der Arc de Das ist Triomphe. echt großer Gegensatz. Sieht in Real Life echt groß aus, habe ich nicht so erwartet. Und was ich dann empfehlen würde, ist mit der Metro 6 Richtung Eiffelturm zu fahren. Oder, was mir dann später noch von jemandem gesagt wurde, unten ist angeblich eine Brücke, die kann man hier, glaube ich, gerade nicht sehen, dass man sich einfach da drauf stellt. Soll auch angeblich nicht so voll sein. Anstatt Dann hat sich, man nämlich diesen tollen Blick ich hier glaube, vielleicht und sieht's kann man sich gleich, ich dann habe mich in wieder irgendeine Gasse auf die reingestellt. Brücke stellen Genau, oder hier ist ein alles bisschen in voller, jetzt nicht diese so voll, Straße rein. Sieht aber auch angeblich war die Brücke echt komplett cool leer. aus. Auch interessant ist, Notre Dame ist vor ein paar Jahren mal abgefackelt, aber man sieht, die Kirche steht wieder. Und ja, fand ich jetzt nicht so spektakulär, aber war auf jeden Fall trotzdem interessant. Und wenn man halt, wie ich, am Gare du Sacré-Cœur Nord ist auch oder schon am Gare de l'Est echt crazy ankommt, dann würde ich empfehlen, von der zum Architektur Schluss des her. Tages noch zu Sacré-Cœur zu fahren. Das ist quasi direkt nebenan. Ihr könnt auch diese Standseilbahn nehmen. Da müsst ihr nicht den ganzen Berg hochlaufen. Und von hier aus auf Montmartre hat man eigentlich eine ziemlich gute Aussicht über die Stadt. Eiffelturm Genau, da kann man leider hinten, nicht glaube ich, entweder Gare du Nord oder Gare de l'Est, weiß ich nicht, aber die sind ja direkt nebeneinander. sehen wegen den Bäumen. Aber sowas wie Notre Dame kann von hier aus durchaus gesehen werden. Und ja, hier endet auch unser Tag in Paris. So war auf jeden Fall interessant. Paris. Ob ich nochmal dahin muss? Eigentlich nicht. Das crazy hier, das crazy Video hier, tut es nicht. Ich glaube, da sollten wir mal drauf drücken. Ganz ehrlich, tut es wirklich nicht. Ich mache sowas auch nie wieder, außer ich werde gezwungen oder ich habe keine andere Option. Ja, wir können mal wieder vorskippen. Schon Bis hier. recht dunkel, denn für uns geht es heute. Fun Fact, das war das erste Mal, als ich Nachtzug gefahren bin. Ich dachte vorher, das wäre total chillig. Ich kann dafür easy einschlafen, weil im Flugzeug geht das auch. Aber im Zug ist es wirklich schwieriger einzuschlafen, weil Mit einem Nachtzug man einfach nach kein Wien White Noise hat. sitzt Im man Flugzeug 13 Stunden. ist es sowieso, opfere ich weiß nicht, wie ich es das erklären mal, kann, aber im mal Flugzeug vor hat man so ein Augen, bisschen White wie Noise. das wirklich ist. Vom Wind, von den Turbinen und so. Im Zug hat man das nicht. Deswegen finde ich deutlich schwieriger zu schlafen. Wisst ihr, warum dieser Eingang so leer war? Weil sich alle an die hintere Tür gestellt haben, weil die näher dran war. Und das war ein Moment, wo ich mir so dachte, was sind das für NPCs? So, es sind vielleicht 50 Meter mehr, die kann man auch laufen, ganz ehrlich. Und da habe ich gehört, wie Leute da Panik bekommen haben, nicht mehr in den Zug reinzukommen.
no offense, aber es gibt andere Türen. Machen wir mal hier einen kleinen Sitzcheck im Vierer. Polsterung ist recht hart. Wir haben aber eine Armlehne und noch eine Armlehne. Außerdem kann man auch ein bisschen hier reclinen, was ein gutes Feature ist für einen Nachtzug. Steckdosen gibt es auch. Sogar 2. Und, naja, die Headrest, weiß ich nicht, was ich da... Finde ich auch schade, dass man die nicht verschieben kann. Oder dass da wenigstens so ein Kissen ist wie im ICE. Oder halt wie im Flugzeug, dass man da noch irgendwie so diese Dinger, die man so klappen kann, dass es die nicht gibt. Halten soll. Tisch kann man so ein- und ausfahren, was ich auch recht gut finde. Und ja. Preise sind auch crazy. Vor allem, die haben hier so Merch einfach. So ÖBB-Merch. Oder was ich auch in Wien gesehen habe, da war so eine ÖBB-Servicestelle, dass die einfach so Kuscheltiere von Zügen hatten. Weiß nicht, was sich die Marketingabteilung dabei denkt. Aber ja. Wenn sich jemand das kaufen will, meinetwegen. Ich auch schon Hannover Hauptbahnhof. Ich versuche mal zu schlafen, denn wir haben morgen einen langen Tag vor uns. Deswegen mal gucken, ob ich es schaffe, bis morgen durchzuschlafen oder irgendwann aufwache. Deswegen, gute Nacht. Ja, lange zu Ich habe um ehrlich zu sein gar nicht geschlafen, sondern nur meine Augen zugehabt. schlafen geschafft habe ich nicht, denn wir sind schon in Würzburg. Und in Nürnberg hat dieser Zug einen Aufenthalt von fast einer Stunde. Deswegen kann man sich hier ein bisschen die Beine vertreten oder zum McDonald's hier gehen. McDonald's. Keine Werbung, ganz wichtig, bevor ich hier verklagt werde. Ist auf jeden Fall eigentlich recht. Aber es war irgendwie 1 Uhr morgens, 0 Uhr nachts. Und der McDonald's war einfach komplett voll. Also, weiß ich, was bei den Nürnbergern abgeht und warum ihr zum Mc's im Hauptbahnhof um 0 Uhr abends geht, 0 Uhr nachts geht. Aber, naja, euer Ding, whatever floats your boat. Cool. Der Zug hält hier übrigens so lange, weil auf einen anderen Zugteil aus Amsterdam gewartet wird. Ist für einen Nachtzug, glaube ich, recht gut, vor allem wenn man nicht schlafen kann. Da kann man ein bisschen an die frische Luft. Und man sieht es da. Ja, war auf jeden Fall was, bisschen sich die Beine zu vertreten. Ich glaube, danach habe ich es geschafft, bisschen zu schlafen. Aber auch nicht so sehr, eher Halbschlaf. Das ist der Zugteil aus Amsterdam. Amsterdam war ich übrigens auch schon. Wir auch weiter. Da gibt es auch einen Vlog dazu. Können wir ja einen Sitzcheck im Zweier machen. Sitzabstand ist okay. Wir haben auch einen Tisch. Wireless Charging Pad. Und ja. Diese Bahnhöfe sehen irgendwie alle gleich aus, oder? Oder bin ich einfach... Oder bin ich einfach dumm? Gibt es im Sitzwagen nicht, aber ich habe es geschafft, mir... Genau, erstmal danke dafür, dass ich was bekommen habe. Ein bisschen was zu ergattern ist. War auf jeden Fall gutes Frühstück.
Sehr simpel, aber es war gut. Ist recht basic, Und vor allem der Kaffee, den hatte ich dringend nötig. aber auch in Ordnung. Dann Toilettencheck. Nach so einer Fahrt bisschen dreckig geworden, allerdings kontaktlos spülen, auch cooles Feature. Übrigens hast du ja kurz die Toiletten nach Geschlechtern im Zug getrennt, das habe ich auch so noch nicht gesehen. So, immerhin fast geschafft. Ja, wir sind auch schon fast in Wien, deswegen würde ich sagen, fangen wir mit dem Rating an. Natürlich wie immer mit dem Komfort zuerst. Beifreiheit ist okay. Allerdings, da kann die Beifreiheit auch so groß sein, wie sie will. Aber der Sitz ist wirklich beschissen hart. Ich weiß nicht, wer die designt hat. Das fasst es aber gut zusammen. diese Sitze sind meiner Meinung nach definitiv nicht für einen Nachtzug geeignet. Da sind mir die Sitze aus dem Intercity lieber. Wirklich, die sind so Wenn ihr peak, dieses Review sehen wollt, einfach aber auch jetzt auf die Infobox. Intercity-Wagen werden, glaube Daher ich, gibt demnächst es im abgeschafft. Bereich Komfort auch nur eine 1 von 5. Machen wir weiter mit der Sauberkeit. War anfangs in Ordnung. Es gibt auch so Mülltüten am Platz, damit man seinen Müll entsorgen kann. Nicht nur deswegen, aber auch, weil es keine eingebauten Mülleimer gibt. Warum? Keine Ahnung. Die Toilette wurde im Laufe der Fahrt allerdings ein bisschen sehr ranzig. Deswegen nur eine 3 von 5. Kommen wir zum Service. Personal war an sich ziemlich nett. Allerdings gibt es hier einige Macken. Das Licht wird nur minimal gedimmt. Genau. War die ganze Danach- Zeit hell die Nacht. Was ein bisschen nervig ist, weil man da nicht richtig schlafen kann. Frühstück gibt es nur, wenn die im Liege- und Schlafwagen schon versorgt sind. Und was Nachtruhe angeht, die wird nicht konsequent durchgesetzt. Im anderen Wagen war es angeblich, habe ich gehört, noch schlimmer. Da wurde Musik lautstark angemacht. Finde ich respektlos. Es hat einfach was damit zu tun, dass man Rücksicht auf seine Mitreisenden nimmt und vor allem in einem Nachtzug, wo Leute schlafen wollen. Finde ich crazy. Vor allem auch dann, das habe ich auch angeblich gehört, aber das stimmt, weiß ich nicht, dass irgendjemand vom Personal gesagt hat, ja, die Sitzwagen sind nicht zum Schlafen da. Dann soll man das auch, um ernst zu sein, nicht als Nachtzug vermarkten. Sorry. Das ist dann aus meiner Sicht aber fehlgeleitetes Marketing, dass man sagt, ey, wir stellen euch hier einen Nachtzug, aber dann Finde ich recht. geben wir euch für den Sitzwagen und der ist nicht zum Schlafen da. Daher nur eine 3 von 5. Dann soll man das als, weiß nicht, Intercity oder wie auch immer man das in Österreich nennt, 34,90 vermarkten. € ist für das Produkt relativ okay. Allerdings würde ich lieber Genau. die 3 € mehr zahlen und tagsüber fahren. Vor allem, ich glaube, nachts fährst du 13 Stunden aus einem mir nicht ersichtlichen Grund. Und tagsüber nur 8 Stunden 46 sind grob gerundet 4 bis 5 Stunden weniger. Da tue ich mir die 4 bis 5 Stunden, dann nehme ich lieber die 4 bis 5 Stunden weniger. Mehr Komfort, muss nicht schlafen. Wenn du um 10 losfährst und dann bist du um 18:47 da. Das passt. Was auch 5 Stunden weniger dauert. Oder mir für 20 € mehr eine Mini-Cabin holen. Die würde ich allerdings gerne mal ausprobieren, diese Mini-Cabin. Mal gucken, ob ich die Gelegenheit dazu noch bekomme. Aber ja, soll angeblich deutlich besser sein. Und vor allem im Vergleich mit anderen Nachtzügen, das sind Liegewagen, also wie Schlafsäle, sowas mag ich nicht. So die Privatsphäre finde ich schon. Also das hier, muss ich zugeben, ist eine gute Innovation. Aber wie schon gesagt, konnte ich leider noch nicht ausprobieren. Daher eine 4 von 5. Insgesamt gibt es also eine 2,75 von 5. Ja, ich hätte es tatsächlich sogar weniger gegeben, aber Ich muss das Ohr nehmen. doch, das ist ein gutes Fazit.
Ja, willkommen in Wien. Resultat, ich habe ungefähr 3 Stunden geschlafen. Ich glaube, ich habe nicht 3 Stunden geschlafen. Ich glaube, ich habe sogar noch weniger geschlafen. Ich glaube, was wir uns dann angucken können, ist noch, was wir in Wien gemacht haben. Ich glaube, so Tag 2 und 3 könnten sehr interessant sein. Komm, das Intros können wir ja mal skippen. Wie man ja sagt, zu Tag 2 in Wien. Heute steht auch einiges auf dem Programm, wie zum Beispiel der Besuch des Parlaments. Sieht deutlich besser aus Ich als finde, der Das Bundestag, österreichische finde ich. Parlament sieht wirklich Ich eindeutig werde dafür wahrscheinlich von jetzt der gleich Architektur her auf jeden Fall hier gecancelt werden, besser aber ich aus finde, das als sieht der besser deutsche aus. Bundestag. Weil ich finde, guckt euch das doch mal an. Haben wir in Deutschland einfach nicht. Finde ich recht schade. Allerdings, man muss auch beachten, das Parlament hier ist ein bisschen kleiner, denn Österreich ist ja auch ein kleineres Land als Deutschland. No shit. Vor allem hier dieser Versammlungssaal hier, wirklich crazy, wie ich finde. Das erstaunt mich halt wirklich. Eine Dachterrasse gibt es hier übrigens auch. Sieht auf jeden Fall auch recht cool aus von hier. Man hat Blick auf die Hofburg, wenn ich das richtig sehe, und da hinten auch der Stephansdom. Dann haben wir auch noch hier die Staatsoper. Wien ist nämlich auch Kulturhauptstadt. Und auch dieses interessante Gebäude hier, Mhm. das direkt am Naschmarkt steht. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Ähnelt ein bisschen einem Bazar. Man muss aufpassen, dass man hier nichts angedreht bekommt. Außer man will es natürlich. Dann gerne. Was wir heute auch noch machen, ist zum Schloss Schönbrunn fahren. Schönbrunn ist echt Das crazy, ist wie ich die finde. Sommerresidenz der Habsburger Monarchie. Okay, das war mal wieder mein ADHS oder so. Ist Aber eines bei der den Wiener Top-Sehenswürdigkeiten U-Bahnen ist es so, in dass Wien. Und man ich Feuer dachte drücken mir, kann, wir dann schauen gehen die uns das automatisch einfach mal auf. an. Allein wenn man reinläuft, sieht auf jeden Fall schon krass aus mit diesen Säulen. Und dann sieht man einfach dieses Schloss hier. Ist, würde ich sagen, vergleichbar mit Versailles. Ich war noch nie im Versailles, aber ich würde das einfach mal so behaupten. Das ist ja genau. Also was ich mir bei der Aussage dachte, weiß ich auch nicht. Aber ich stehe dazu. Und sogar auch einen Blick reinwerfen, kostet. Aber Schlösser, ich finde Schlösser sind schon crazy. Ich war ja auch im Potsdam-Vlog in Sanssouci. Also ich mag Schlösser und so Burgen und so. Finde ich einfach interessant. Allerdings was. Und man kann mal gucken, wie die Habsburger denn damals so gelebt haben. Ein Billardtisch. Ja, es sind. Ich bin nicht am Handy, alles gut. Das sind so Audio-Guides, die halt so ein bisschen was erzählen. Ich weiß nicht überhaupt, die was gekostet haben, weil ich habe einfach was in die Hand gedrückt bekommen. Ja, Also müsst ihr auch selber kleine gucken. Toilette hier, kleiner Toilettencheck, sehr basic, würde ich sagen, so eine 3 von 5. Ich frage mich, ob das alles noch original ist oder ob man manche Sachen ersetzt hat durch Replikate. Highlight ist wahrscheinlich dieser große Saal hier. Der ist echt crazy, als ich den finde, gesehen das ist habe schon zum ersten Mal. echt imposant und auch echt schön. Vor allem mit diesen Spiegeln hier, den Kronleuchtern Ja. und diesen Gemälden an der Decke. Ich frage, wie hat man das früher gemalt so? Hatten die so eine Leiter oder ein Kran, so ein Hebekran, wie mit dem, den die Leute
in den Louvre reingebrochen sind. Das gab es ja damals nicht. Es hat auf jeden Fall wirklich was. Ich weiß gerade auch nicht, warum die Videoqualität so komisch ist. Aber naja. Und wenn man fertig ist, kann man einfach im Schlosspark spazieren gehen und da zur Gloriette hoch. Das ist basically einfach ein Pavillon in Fancy. Da sind die einfach früher hochgegangen, haben da ein bisschen Bevor ich auch für Pavillon im Fancy gechillt geschenkt werde, das und wird sind mir dann so wieder gesagt. hier runtergegangen ins Schloss. Die Aussicht dann auf dem Weg nach oben aufs Schloss ist auf jeden Fall auch echt krass, vor allem mit der Stadt und den Wiener Bergen im Hintergrund. Wien ist so eine Sache. Ich dachte vorher, Wien wäre komplett overrated, bevor ich hingefahren bin. Aber ganz ehrlich, Wien ist eigentlich wirklich eine schöne Stadt. Nicht so overrated, wie ich dachte. Muss man auf jeden Fall mal hin. Ja, und anschließend geht es auch für uns zurück. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Willkommen zu Tag 3 vom Wiener Rathaus. Waren wir an Tag 1 schon. Es ist allerdings jetzt abends, denn ich hatte vormittags recht viel zu tun. Deswegen machen wir uns Boah, jetzt habe ich auch Bock auf Schnitzel. Schnitzel und Zwetschkowa. Das war richtig geil, dieses Schnitzel. Ich glaube, das war auch relativ günstig für österreichische Verhältnisse. Ich glaube, das waren 18 Euro oder so. Also ganz ehrlich, das ging. Dafür, ich glaube, der Salat war auch noch inklusive. Also wirklich, ich beschwere mich da nicht. heute einen schönen Abend mit einem Schnitzel und anschließend noch einen Besuch auf dem Prater. Ist quasi das Äquivalent zum Hamburger Dom. Nur, dass hier Das alles war auch interessant. ganzjährig offen hat. Auf jeden Fall auch interessant. Es gibt hier recht viele Attraktionen und es ist aus irgendeinem Grund erstaunlich leer. Liegt vielleicht daran, Ja, dass wir in das der fand ich Woche echt waren. komisch. Aber es ist auf jeden Fall ein Vibe hier und ich finde, muss man auf jeden Fall mal besucht haben. Man muss auch nichts fahren. Es gibt ja auch anderweitig interessante Attraktionen, wie zum Beispiel das Riesenrad oder auch solche Reifautomaten hier, die eigentlich totaler Scam sind. Ich habe meine im Heidepark, glaube ich, 10 bis 20 Euro an so einem Automaten verballert. Ja, es macht meiner Meinung nach Mache ich nicht nochmal. echt Spaß. Und ja, und dann habe ich mich mal an der Boxmaschine versucht. Okay, das war schon peinlich. Ihr seht, ich bin Ey, vielleicht nicht der passiert. Modernste, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal über den Prater zu laufen. Als ich das Video gecuttet habe, habe ich erst gemerkt, dass sich der Typ da in die Tür gestellt hat, damit wir da noch rein konnten. Danke an den Dude, wenn er mich jetzt noch zufällig sieht. Und ja, an dieser Stelle würde ich dann auch das Video beenden. Wir haben keine Fragen mehr, auch keine Videos mehr. Ja, danke für die letzten 2 Jahre, habe ich schon mal gesagt, sage ich aber nochmal. Und hoffentlich sieht man sich demnächst wieder. Ciao.